Selten genug, dass es in der Südpfalz schneit. Doch heute ist es soweit. Ein toller Tag, an dem die weiße Pracht für wenige Momente das ganze Elend der Pandemie vergessen macht. Ganz im Gegensatz dazu das Reptilium in Landau. Auch ohne Besucher ist es im Lockdown gut geheizt. Und so möchte ich euch aus dieser Stille heraus einige geografisch besetzte Terrarien zeigen. Bis auf 2 Tierpfleger, die sich in den riesigen Räumlichkeiten verlieren, bin ich alleine. Alleine mit der exotischen Welt, die sich auch ohne Besucher weiterdreht. Dieses Terrarium weckt Erinnerungen. Viele Wochen war ich damals mit der Hängematte in Madagaskar unterwegs. Die Tomatenfrösche haben uns derzeit manche Nacht mit ihren Gesängen unterhalten. Doch auch die anderen Bewohner des Terrariums sind mir in guter Erinnerung. Der große madagassische Taggecko klebt förmlich an der Scheibe. Mikroskopisch kleine Härchen machen das möglich. Mit ihm lebt ein Pantherchamäleon. Im trockenen Afrika-Terrarium gegenüber sind die Oman-Eidechsen bei ersten Paarungsversuchen. Und noch einige Schritte weiter stehe ich vor einem riesigen Terrarium für nordamerikanische Steppenbewohner. Halsbandleguane und Schuhkoalas trotzen dort den extremen Temperaturen. Im Sommer kann es tagsüber bis zu 50 Grad heiß werden. Eine echte Herausforderung. Die giftige Krustenechse lebt als dritte Art in diesem Terrarium. Im Umgang mit der Tageshitze hat sie eine völlig andere Strategie. Den Tag verschläft sie meist tief vergraben in der Erde, um in den kühleren Nächten auf Raubzug zu gehen. Sie frisst so ziemlich alles, was lebt. Aber ihre besondere Leibspeise sind Eier. Die Gelege bodenbrütender Vögel sind also immer in Gefahr. Auch die kaum 50 cm langen Zwergklapperschlangen stammen aus Nordamerika. Im Reptilium bewohnen sie ein speziell für sie eingerichtetes Terrarium im Nachttierhaus. Jedes Jahr erfreuen sie die Tierpfleger mit lebend geborenen Babys. Doch jetzt machen wir einen gewaltigen Sprung ins tropische Südamerika. Im Reptilium mit wenigen Schritten erreicht das dicht bewachsene Urwaldterrarium von Boa Constrictor und Anaconda. Beide Arten baden gern, wie es diese albinotische Farbvariante der Boa zeigt. In der freien Wildbahn hätten solche Exemplare kaum eine Überlebenschance.
Doch in menschlicher Obhut sind Mutationen der Boas genauso leicht zu pflegen wie ihre wildfarbenen Geschwister. Letztlich ist es reine Geschmackssache, was besser gefällt. Jedenfalls trägt auch die wildfarbene Ursprungsform ein hochinteressantes Outfit. Mit maximal 3 bis 4 Metern Länge sind Abgottschlangen für Menschen nicht gefährlich. Allerdings kann ein Biss mit den vielen spitzen Zähnchen sehr schmerzhaft sein. Ungestört haben auch die Rauhnackenwarane für ihre Paarungsversuche alle Zeit der Welt. Und da ich jetzt schon in Südostasien bin, mache ich noch einen Stopp bei den weißen Monokelkobras. Die leben gerne in menschlichen Siedlungen, was in diesem Terrarium sehr schön skizziert wird. Im Rausgehen halte ich noch die wunderschön gezeichneten nordafrikanischen Tüpfelskinke fest. Und hinterlasse nichts als Stille.